Ich habe jetzt hier mal so einen Kasperkopf aufgezeichnet, und zwar wird das für eine Spielpuppe. Deshalb hatte ich hier diesen Halsansatz und diese Rille, die werde ich da reinschnitzen. Also das wird einfach mal rund, könnte man auch drechseln und dann da einsetzen und im gleichen Zuge auch den Kopf vielleicht noch aushöhlen. Aber ich werde das aus einem Stück schnitzen, wo hier so ein 24er Loch rein, ungefähr 8 cm tief, dass man damit eben den Finger reinstecken kann und dann damit spielen kann. Ja, das wird schön rund gezogen. Also, wie soll ich es jetzt genau erklären? Das ist wirklich so, wie diese Rundung hier oben beschaffen ist. Das soll richtig so schön rund werden, auch die Backen und der Mund schön plastisch und so. Ja, ich werde das einmal mit der Bandsäge ein bisschen aussägen und vielleicht mache ich das auch noch kleiner, die Ohren, oder Kopf noch schmäler. Aber so will ich es jetzt erstmal grob zuschneiden und dann werde ich mir auch noch von der Seite brauche ich keine wirkliche Schablone, weil der Kopf ist jetzt nicht besonders anatomisch, sondern ja stark vereinfacht und mehr oder weniger ist das alles sehr rund, auch hier oben und im unteren Bereich des Kopfes, dass da gar kein richtiger Nacken sozusagen existiert. Von daher kann ich das recht rund machen, auch von der Seite gesehen. Ich muss lediglich die Nase, die soll ganz schön weit rauskommen, da muss ich einiges stehen lassen oder brauche halt ein breiteres Stück Holz, dass das da noch reinpasst. Aber das ist gut auszusägen, weil das eben ja grundlegend sehr symmetrisch ist, und da habe ich mal mit diesem Kästchenpapier das ein bisschen abgemessen, auch bei der Freihandzeichnung, dass ich da das einschätzen kann. Aber es dürfen so kleine Asymmetrien drin sein, weil das ja natürlich auch eine Schnitzarbeit ist und die leben ja auch davon, so wie jedes Gesicht nicht exakt gleich ist. Ja, das würde ich da auch nicht übertreiben jetzt mit millimetergenauem Abmessen, sondern ich arbeite da frei, aber bewusst. Ja, es sollte schon passen von der Symmetrie her, aber die ganze Arbeit ist immer noch eine freie Handarbeit, eine handwerkliche Arbeit, und ich denke, das soll man da auch sehen, weil das dann auch ein bisschen lebendig ist, weil ja damit auch gespielt wird und man dreht die, bewegt die und so, und das soll organisch wirken und nicht wie aus einer Fräsmaschine oder so. Okay, dann säge ich das mal aus, meine Zeichnung, und werde dann das Schnitzen weiter filmen. Ich zeichne mir wieder meine obligatorische Mittellinie auf, die ich hier auch mal abmessen kann. Und dann kann ich hier wirklich einen sehr schönen Strich ziehen. Ich habe auch bei groben, mit der Kettensäge zugeschnittenen Skulpturen dann immer gerne eine Mittellinie aufgezeichnet. Das kann man sich ja wirklich gut abmessen. Auch auf einem Stamm, ist mal egal, was wir anfangen, eine Mittellinie draufziehen. Nee, ich meine das schon ernst, also dass ich wirklich solche Linien, die ich dann allmählich
wegarbeiten werde zum Schluss, aber am Anfang natürlich erst einmal ein bisschen die Orientierung brauche. Es hilft halt nochmal, auch das Auge zu schulen. Ich kann, wenn ich auch hier irgendwie so den Finger hier ansetze und dann so einen Strich mache, kann ich das ja auch auf der anderen Seite dann überprüfen, und wenn die beiden Striche nicht genau übereinander liegen, habe ich ja in der Mitte noch ein bisschen Raum, also dann sehe ich auch, kriege ich auch so die Mitte hin. Ja, dann würde ich gern hier so ein großes Balleisen nehmen und das abschrägen und eben rund arbeiten. Das kann ich jetzt schön mit dem Schnitzeisen machen. Hier habe ich mir noch sowas unten drunter gespannt hier. Das ist sonst hier unten. Man kann es auch so machen, aber daher ich ja das auch rund schnitzen will, dass ich nicht direkt an den Galgen schnitze, weil der sonst irgendwann gar nicht mehr gerade ist. Jetzt hat er gerade noch 2 gerade Flächen. Hier vorne ist schon vorbei. Muss ich irgendwann mal einen neuen bauen. Aber so hält er vielleicht noch ein bisschen länger. So, nochmal kurzer Hinweis auf den Zirkel. Hier habe ich den jetzt mal eingestellt. Da ist also Mittellinie. Wenn ich das jetzt hier so ansetze und praktisch, man sieht das jetzt nicht, aber ich gucke eben von hinten und sehe halt, dass das wirklich an den Scheitelpunkt anstößt. Weil wenn ich hier ansetze, habe ich ja durch die Schräge hier eine viel längere Strecke als wie von vorne drauf gesehen. So, dann habe ich bei meiner Schablone festgestellt, ich habe die Augen etwas unterhalb der Mitte gemacht, daher er kindlich aussieht. Ist es vielleicht auch okay, wenn die Augen ein bisschen weiter runterrutschen, weil bei Kleinkindern ist es ja so, dass der Hirnschädel mehr Raum einnimmt. Also das könnte man machen, zumal er ja auch noch die Mütze bekommt, bin ich jetzt in die Überlegung hineingekommen, den Hirnschädel noch ein bisschen größer zu machen als wie den Gesichtsschädel, daher er unten auch sehr schlank zuläuft, werde ich auf jeden Fall nicht höher wie so gehen. Also dass das wirklich die Mitte wird oder leicht unter der Mitte die Augen also hinkommen. Ja, das ist jetzt mal mein Ziel und lässt sich schön nacharbeiten. Man sieht auch sofort, ja, diese gesamtrunde Wirkung. Da brauche ich ja jetzt hier nicht auf irgendeine korrekte Anatomie achten, sondern es geht jetzt mehr um diese gleichmäßige Ausarbeitung und den gewünschten Charakter wieder zu bekommen.
So, ich bin jetzt also übergewechselt hier auf den Hohlbohrer, weil damit kann ich jetzt sofort mir einmal den Mund markieren. Das habe ich auch gemacht, weil da natürlich Sägeschnitt war und ich hier einmal quer schneiden wollte. Und man sieht hier noch den Sägeschnitt. So kriege ich das halt sehr harmonisch weg. Gleich mit einer leichten Rundung. Und hier unten möchte ich eigentlich gerne eine Rundung erhalten. Ich will da keine scharfe Ecke reinrichten. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte die Nase einsetzen, ich habe jetzt hier aber ein Stück und das möchte ich auch gerne am Ende noch sehen. Also werde ich hier eine ganz leichte Rundung ein bisschen erhalten und vielleicht auch hier. Also dass man noch so wirkliche Überläufe sieht und das finde ich hier sehr wichtig, dass es nicht zu hart ist. Aber gut, wie einem das beliebt. Und dieses Werkzeug ermöglicht mir jetzt natürlich, ich kann es einmal hier schön auf die Seite legen. Diesen Stich 11, 15, geht auch ein Stich 11, 18 oder ein Stich 11, 10, je nachdem was man da so hat. Das ist jetzt von der Marke Pfeil, der ist eben oval gehöhlt, so wie das früher üblich war. Und die haben das beibehalten, weil bei Stubai oder Dastra sind die einfach nur rund. Das kann Vor- und Nachteile haben, aber ich kann hier das so auf die Seite legen und jetzt hier so ein bisschen schnippeln. Mal negativ formuliert, aber ich meine das durchaus positiv. Also, dass dieses Eisen mir jetzt so hilft, auch dem ganzen Gesicht ein bisschen Richtung zu geben und auch das hier in die Tiefe hinein abzuwölben, ja, weil ich merke eben, das ist noch zu hoch, aber die Wange, die kommt ein bisschen mehr raus, ja, also ich muss hier sozusagen den Mund ein bisschen tiefer schneiden, dann will ich ringsherum um den Mund arbeiten und das wieder ein bisschen anpassen. Ja, also da hilft mir dieses Werkzeug hier ganz hervorragend. Um das weiter auszuarbeiten. Also man sieht schon, ja, dadurch, dass ich einfach den Schnitt hier rumziehe, gewinnt da so ein freches Lächeln. Und hier oben entsteht dann ein bisschen Backe, also natürlich Wange, aber ich sag jetzt mal Backe, klingt irgendwie für mich sinnvoller. Da ist dieses Werkzeug jetzt für mich sehr schön geeignet. Also das zeichnet ja auch so eine Bildhauerarbeit aus, ja. An meiner Marmorbüste, da habe ich ja auch mehr oder weniger mit so zerklüfteten Oberflächen arbeiten müssen, weil man ja am Anfang nur spitzen und dann zahnen kann. Und das hier kommt also dem Zahneisen gleich, ja, dass ich damit ausmodellieren kann. Und ich weiß, manche können es nicht mehr hören oder finden es blöd, aber die Bildhauerei kennzeichnet sich nun mal dadurch, dass man auch modelliert. Und manche sind es eben auch gewohnt, mit dem Balleisen nur so grobe, so wie hier, grobe Flächen ranzuhauen und dann noch ein bisschen sauber schnitzen. Aber also dieses Modellieren hat schon was für sich. Man verliert dadurch zwar Zeit, klar. Man muss das wieder überarbeiten, wenn man es glatt haben möchte. Aber das kann dann eben auch sehr toll plastisch wirken. Ja, dieses Balleisen, das gibt mir mehr so hier diese scharfen Guidelines oder diese Führungslinien wie hier jetzt. Das wollte ich jetzt haben und schneide das dann eben wieder nach, wenn ich die Rundung erhalten möchte. Jetzt mal ein bisschen philosophiert über den Gebrauch des Werkzeugs. Ja, also so rum muss es auf jeden Fall, noch ein bisschen tiefer reingeht. Also ich möchte ja hier auf der Seite das dann auch noch erkennen und da sehe ich schon, da kann ich noch mehr rum, dass es noch schöner aussieht. Ja, dann tue ich mir allmählich auch festlegen, wo möchte ich jetzt die Augen hinmachen. Ich hatte gesagt, maximal da soll jetzt diese Ecke, also das soll jetzt diese Ecke markieren hier.
wo die Öffnung sozusagen losgeht. Da haben wir hier so einen schönen Halbmond. Soll dann ungefähr so mal aussehen. Ja, die Nasenspitze, die könnte noch ein wenig tiefer, dass das hier ungefähr so startet dann. Jo. Andererseits ist hier in der Zeichnung ganz schön viel Raum hier oben dazwischen. Also da muss noch ein bisschen, könnte vielleicht, ja, aber sie darf nicht zu tief werden. Ja, auf jeden Fall kann ich ja mich in diese Hohlung, kann ich ja jetzt meine Linie ein bisschen tiefer ansetzen oder wenn ich möchte auch ein bisschen höher und die dann endgültig schneiden. Also da gibt mir diese Hohlung natürlich auch nochmal Spielraum. Und manche machen jetzt ganz ängstlich, oh nein, ein Schnitt und denken, sie sind dann fertig und dann haben sie alles gemacht. Also das lebt ja auch davon, ich muss das wiederholen, korrigieren, verändern. Ich sehe ja hier jetzt auch, dass das noch gar nicht richtig zur Wange passt. Also ich muss das jetzt weiter ausarbeiten. Das ist sozusagen der erste Schnitt, um mal da ranzukommen. So, das Ohr wird jetzt hier auch so ein bisschen
hohl geschnitzt. Mehr wird da nicht gemacht, sondern dass einfach nur hier eine Hohlung kommt. Kann man quer reinschneiden. Dann wird der Schnitt nicht ganz so glänzend. Wenn ich auch von unten schneide, dann wird er etwas glänzender. Und dann muss hier so ein bisschen diese Kante gebrochen werden, dass das hier wieder hochkommt. Ja, das ist relativ gleichmäßig. Das kann ich hier mit so einem Stich 5, 25 mm machen. Muss jetzt nicht dieses Eisen sein, aber so Stich 5 habe ich eigentlich viele. Also ich kann damit die Phase hier, die ich hier so gerne haben möchte, auch mit der Hohlung gleich an das Ohr anpassen. Da kann ich aus vielen kleinen Schnitten mal einen Schnitt machen, wo ich sonst mehrmals ansetzen müsste eventuell. Alles so ein bisschen auslöffeln und dann alles noch so ein bisschen sauber schnitzen natürlich im weiteren Verlauf. Und hier hinten lasse ich erstmal noch was dran, falls ich mal noch bewegen muss. Ja. Und jetzt wollte ich noch kurz zeigen, also hier hinten habe ich ja jetzt überall so Schnitte gemacht mit dem Balleisen, und zwar hat es einfach den Sinn, dass ich auch diese Rundung, ja, so wie das hier richtig rund ist, das möchte ich ja natürlich auch gerne hier haben. Und da gucke ich mir eben von vorne wirklich diesen Bogen genau an. Und wenn ich also die Silhouette sehe und hier oben ist noch was, ja, ich will, dass das eine richtig schöne, ja, rund gezirkelte Rundung ist, gleichmäßig. Schnitze ich das da schön rund, überprüfe das nochmal, gucke auch von oben rauf, dass das hier richtig schön abgerundet ist. Also oftmals ist mir aufgefallen, wenn Leute jetzt das erste Mal sowas machen, dass sie dann hier gerne die Ecken stehen lassen. So ein bisschen wie vom Ausgesägten, dass sie nur den Sägeschnitt wegputzen und dann lassen sie die Ecken klobig. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Auch hier, ja, da habe ich jetzt schon noch was weggeschnitzt, dass das auch hier mehr rund wird. Ich den Eindruck habe, dass das dem mehr gut tut. Ja, und auch hier, diese Rundung, da ist noch ein bisschen kantig. Sieht man jetzt, dass das hier recht gerade ist, und dann könnte man jetzt hier noch ein bisschen abrunden. Dass ich halt hier nochmal über diese Rundung rüber gehe. Und das muss ich wirklich von der Seite mir angucken, dass das dann genau wird. Und dann kann ich ja nochmal glatt schnitzen. So, dann habe ich, als ich das angeguckt habe, festgestellt, vor uns, die Nase ist zu breit. Ja? Und wenn ich das jetzt dünner machen werde, so ein bisschen ausarbeite, kleine Schnitze, ein bisschen schmaler Schnitze, dass ich dann dadurch mein Gesicht mehr oder weniger gut bekommen werde. Die Nase mal die richtige Größe und so bekommt, komme ich da auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter.
wieder ein Zwischenstand. Ich möchte jetzt, wenn ich jetzt das feiner schnitze, zum Beispiel hier noch immer die Kanten wegschnitzen, weil die auch oftmals geschliffen sind. Es sollten aber noch Schnitzspuren erkennbar sein. Also werde ich dann beim Sauberschneiden nochmal mit einem scharfen Flacheisen wahrscheinlich das so mit der Hohlung, also leichten Minimalhohlung, hier so rüber schnitzen, dass es noch ein bisschen wie geleckt aussieht. Weil der Schnitt, der glänzt natürlich etwas mehr als geschliffen. Und wenn ich anfange zu schleifen, dauert es noch mal länger, weil ich ja dann wieder alles wegschleifen muss, jeden Schnitt. Da lasse ich es doch lieber geschnitzt. So, das Ohr muss auch ein bisschen dünner werden. Also von hinten her noch ein Stück weggeschnitten her. Ich denke, da brauchen wir nicht mehr viel dazu sagen. Dann gehen wir am besten mal wieder nach vorne. Ich muss das hier lediglich den Übergang schön ordentlich schnitzen. Kriegt man aber gut hin. Man muss hier immer wechseln. Also hier verläuft die Faser dann so, dass ich praktisch die übereinander liegenden Faserplatten hier glatt schnitze und hier ab der Mitte ungefähr muss ich dann nach unten schneiden, dass das sauber wird. So. Jetzt ist die Arbeit schon so klein, dass meine Figurenschraube immer blöd klemmt. Ich dann nicht mehr richtig den Gegendruck habe hier. Wenn es ein bisschen größer wäre, wird es besser halten. Jetzt muss ich mal diese Augenform hier schön aufzeichnen. Das habe ich vom Anfang her so gelassen. Also hier ist jetzt Mittelpunkt. Von der Höhe her. Das heißt, wenn der Punkt hier leicht unterhalb der Mitte ankommt, dann bin ich genau richtig. So wollte ich es auch haben, dass es minimal das Auge unter der Mitte sitzt. Also dass ich so eine ganz minimale Asymmetrie drin habe und es an diese kindliche Form erinnert. Ich habe jetzt gemerkt, hier kann noch was weg, dass es noch weiter nach hinten geht. Die Backe kommt halt sehr weit raus, soll ja auch so. Also das ist auf jeden Fall richtig, dass dieses Lächeln unterstützt wird, aber das macht es natürlich schwierig, dass es hier dann manchmal zu hoch ist, logischerweise. Und ich habe auch gemerkt, die Mundform, also die geht hier so richtig schön spitz nach oben. Hier nichts mehr wegmachen. Und dann ist das hier nicht ganz so schmal, sondern ungefähr so. Ja. Also ein richtig fulminantes Lächeln hat er durch diesen tollen Mund bekommen. Ja, und die Position des Mundes, die ist also nicht ganz korrekt. Die ist ja fast unterhalb der Mitte zwischen Nase und Kinn. Sie sollte etwas leicht oberhalb sein, wenn es ein richtiger Mensch wird, aber das ist minimal. Da gibt es natürlich auch Gesichter, die durch Alterungsprozesse und so gekennzeichnet sind. Und dann würde ich hier mal ganz vorsichtig, ja, der ist fast schon zu stumpf, weil ich den immer für grobe Sachen hatte, mal einfach nur einen Geißfußschnitt reinsetzen, weil ich dann die Kerbe noch ein bisschen ausarbeiten will. Also nämlich so hier, dass ich dann mit dem Messer, wie wenn diese beiden Finger übereinander liegen, das sind jetzt zwei Rundungen, die aufeinander kommen, und dass die Ober- und Unterlippe so ein bisschen gerundet ist, dass es nicht einfach nur gerade ist wie eine ganz flache, wie zwei ganz flache Schnitte, die sich treffen, sondern dass ich es noch so ein bisschen rund schnitze.
Und wenn ich es schon zu flach gemacht habe, dann kann ich das auch wieder korrigieren, indem ich in der Mitte noch mal ein bisschen tiefer gehe. So kann ich dann auch wieder Plastizität erzeugen. Also wenn das jetzt ein Kopf werden soll, der irgendwie den Menschen ähnlich sieht, dann müsste ich das auf jeden Fall so machen, ja, dass ich das wirklich nicht so gerade schnitze. Es ist ja hier, es ist halt auch der Vorlage ein bisschen geschuldet. Natürlich der ganzen Art und Weise, dass das an so einer Puppenspielfigur natürlich auch so aussehen soll, dass es nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern bewusst karikiert ist und also verändert oder lustig gemacht. Ja, wenn der Geißfuß schön spitz ist, kann ich auch in der Mitte dann mal was wegnehmen, dann wird es auch wieder mehr plastisch. Genau so. Ich muss jetzt lediglich aufpassen, dass ich hier, da hätte ich gern noch etwas mehr weg. Die Spitze geht wirklich schön weit hoch und wenn ich jetzt hier mal eine gestrichelte Linie reinziehe, dann komme ich hier natürlich so in etwa der Mitte dieses Auges heraus, also zwischen diesen beiden Punkten. Geht ja natürlich sehr weit rum, weil ja, es soll halt so übertrieben lächeln bis fast in die Ohren rüber und naja, dann darf es außen ein bisschen mehr sein, aber das kann man sich so mal so einprägen, ja, dass man das ungefähr auf die Mitte hier des Auges macht und natürlich auf diesen Abstand des Mundes achtet, dass der im wirklichen Leben etwas höher als wie die Mitte sitzt. Genau. So. Und das Werkzeug hier schön scharf ist, kann ich natürlich auch quer zur Faser schneiden. Diese Lippen. Jetzt möchte ich wirklich mal diesen bogenförmigen Ausschnitt in Angriff nehmen. Ja, ich zeichne mir das hier so auf. Es geht hier wirklich ganz krass so rum. Ja, hier darf ich nicht ganz so hoch, das ist etwas flacher. Ja, das muss ich jetzt mal einfach mir anschauen, wie das wird. Wenn es nicht so gut wird, müsste ich es nochmal überarbeiten. Ich versuche jetzt halt einfach nur das dahinterliegende Auge ein bisschen auszuschnitzen. Schnitze dann diese kleine Zwischenfläche, dazwischen halt noch glatt und sauber. Ja, und ich muss jetzt lediglich darauf achten, dass es eben so schön gerundet ist, den Eckbereichen, also tief genug reinschneiden. Ja, das meinte ich jetzt hier, dass ich diesen Bereich hier zwischen einmal so ein bisschen glatt schnitze. Ich
kann das auch direkt mit dem Geißfuß ausformen. Wenn ich es einmal mit dem Hohlbohrer ein bisschen wegnehme, das Material, ist es leichter, dann muss ich nur noch putzen. Und das geliebte Schnitzmesser. Es muss halt sehr schmal sein, deshalb so ein kleines, ja, dass ich in diesen Eckbereich reinkomme. Das ist ja hier auch extrem durch das Lächeln. Das ist natürlich extrem hier rum. Ja, und wenn ich da halt innen so eine schöne Fläche erzeuge, dann kriegt diese ganze Arbeit Charakter und Tiefe, weil diese Fläche natürlich, strahlt so eine gewisse Faszination aus, dass man merkt, dahinter liegt wirklich was, das wurde ausgearbeitet, das ist so ein bisschen der prägnante Bereich. Mhm. Kann ich hier auch scharfe Stiche setzen. Kann auch noch mehr gehöhlt sein.
Nun mehr oder weniger am Ende angelangt. Dieses Sauberschnitzen ist natürlich hier nicht so schwierig, aber ja, so ein bisschen der längste Part. Also ich habe jetzt hier dann doch so ein kleines Balleisen genommen und dieses kleine Flacheisen, so für hier verschiedenste Stellen. Und ich will noch die Backen hier so ein bisschen abrunden. Die sind etwas zu massiv geworden. Ein bisschen schön rundlich schnitzen. Und es bleiben halt Schnitte sichtbar, so Schnitt an Schnitt. Wenn es gut gemacht ist, gefällt mir das auch oftmals. Ja, wenn ich zu grobe Schnitte hier stehen lasse an so einer rundlichen Figur, würde ich es auch nicht toll finden. Wenn ich raspel, sehe ich womöglich noch den Raspelhieb. Und wenn ich schleife und das wird dann bemalt, sieht man womöglich nicht mehr, dass das geschnitzt wurde. Und daher man ja heute 3D drucken kann oder fräsen kann oder was auch immer, ist natürlich sowas Geschnitztes dann wieder ein Erkennungsmerkmal, dass das hier sich um etwas Hochwertiges handelt, was eben ganz bewusst so gebaut und gemacht wurde. Ja, das Ohr ist immer noch einen kleinen Tick irgendwie zu groß, habe ich das Gefühl. Ja, ich kann mich auch täuschen. Hier nochmal die Phase ein bisschen weiter reinnehmen muss. Und die Außenkante nochmal ein bisschen was wegschneiden. Also man denkt, das ist einfach, aber es ist am Ende dauert es dann doch ganz schön lang und die Schwierigkeit besteht halt darin, dass das alles so gleichförmig ist, recht genau, und also hier solche Bereiche, so ganz weiche Übergänge dann sauber zu schnitzen oder überhaupt gefällig hinzubekommen, ist halt die Schwierigkeit. So, ich habe es ein bisschen verkleinert noch. Ich habe hier gemerkt, ich muss ein bisschen an den Augenbrauen arbeiten und an den Augen. Also wenn ich hier jetzt rüberfahre, so mit dem Balleisen, kann ich ja diese Linie nochmal ein bisschen beeinflussen, indem ich sie zum Beispiel etwas genauer und exakter darstelle, diese Linie, oder ein bisschen runternehme und sowas. Da habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass das geholfen hat, der Arbeit. Dass ich nicht zu hoch mache. Ja, jetzt spürt man das halt, dass das, also diese Arbeit lebt dann wirklich so eine Exaktheit. Das würde sicherlich auch in einem harten Material ganz gut ausschauen. Aber dann kann man sie ja nicht mehr bespielen als Puppe, wenn es zu schwer ist. Manche machen die auch hohl, diese Köpfe. Mir wurde aber gesagt, ich solle es ganz lassen. Warum auch immer.
Kann man natürlich auch noch aushöhlern. Lediglich das Loch da unten werde ich noch reinbohren müssen. So, hier noch ein bisschen rundschnitzen. Vielleicht nochmal das Auge angucken. Genauer stechen. Den Rand hier oben noch ein bisschen genauer machen. Hier in dieser Ecke kann ich auch noch ein bisschen was wegnehmen, also dass diese Rundung noch weicher hier rumläuft. Geht eigentlich nur um diese Kante hier, ja, dass die hier oben ein bisschen gefälliger aussieht. Hier ist es schon ganz gut geworden. Jetzt recht genau. Das habe ich noch festgestellt. Ich muss hier hinten, einerseits muss ich die Seite hier noch schön sauber schnitzen. Weil diese Linie hier, die das Kinn von vorne so abzeichnen lässt, dass die halt sehr schön rauskommt. Das hier wird nicht so richtig. Ja, jetzt wollte ich hier hinten noch einfach, ich weiß, das Ohr sitzt normalerweise hinterm Kiefer, aber einfach hier noch ein bisschen was rausnehmen. Das erscheint irgendwie jetzt angebracht. Es ist nicht zwingend notwendig, aber es sieht sonst für meine Begriffe ein bisschen dumm aus. Das kann auch hier so ein bisschen weich im runden Kopf auslaufen, die Kante. Eisen ist recht scharf, kann ich auch mal ein bisschen gegen die Faser oder quer zur Faser schneiden. So, das wäre jetzt so ein bisschen grober Schnitt, um das nochmal auszuformen. Und dann halt nochmal ein bisschen glätten.